Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Falls ihr euch fragt, warum wir hier so viele Kisten haben und warum Christoph so verschlafen reinschaut, ich glaube, er wird es euch gleich erzählen. Ich sage euch, Freunde, mit dieser Frau hat man es nicht leicht. Ich wollte mich gerade zu meinem wohlverdienten Mittagsschläfchen ein wenig auf die Couch legen, war schon so halb weggedöst. Rita hat in der Zwischenzeit den Keller zusammengeräumt. Auf einmal kommt sie himmelhoch jauchzend wieder hinauf und hat 4 Kisten unterm Arm. Und das Ganze war dann noch nicht ganz so schlimm. Ich war wieder wach, aber was mich dann wirklich aus dem Konzept gebracht hat, sie hat dann sofort zur Schere gegriffen und wollte diese 4 Kisten aufmachen, die bitte seit letzten Sommer bei uns im Keller original verpackt vor sich hin vegetieren. Und ich habe dann gesagt, das geht gar nicht. Wir müssen da schon schnell unsere Kamera einschalten. Ich habe mich schnell 1-2 Sekunden frisiert. Es ist zwar nichts draus geworden, aber das macht nichts. Und wir möchten diese Kisten mit euch zusammen aufmachen. Wie ihr sehen könnt, haben alle 4 den Schriftzug Bricklink drauf. Und zwar sind das Sets, die von Bricklink herausgekommen sind. Ja, ich würde sagen, das können wir doch gleich mal aufmachen. Ja, du kannst gerne, ich habe noch einiges zu erzählen, du kannst gerne in der Zwischenzeit mal in die erste Kiste reinschauen. Ich würde aber sagen, wir räumen hier ein bisschen auf, denn ich kann Rita fast nicht sehen. Und ja, ihr seht uns dann vielleicht auch besser, aber keine Sorge, wir werden alle 4 aufmachen. Perfekt. Wir wissen übrigens gar nicht genau, was in den 4 Kisten drin ist. Wir wissen schon, was in den Kisten drin sein sollte, aber wir haben ja noch nicht hineingeschaut. Und deswegen hoffen wir, dass das drinnen ist, was wir bestellt haben. Auf jeden Fall hat Bricklink, falls jemand die Seite von euch nicht kennt, das ist so ziemlich der größte Marktplatz für neue und gebrauchte Lego-Teile und auch Sets im Internet, so etwa wie eBay für Lego-Steine. Und die Firma gehört seit Anfang des Jahres übrigens zu Lego, zu dieser Zeit, wo wir diese Sets gekauft haben, aber noch nicht. Und die Männer und Frauen bei Bricklink haben letztes Jahr zum 60. Jubiläum des Lego-Steins einen kleinen Wettbewerb gestartet. Und zwar hat jeder, ganz egal woher man gekommen ist, ein Lego-Set, eine sogenannte Mock Creation, einreichen können. Und Bricklink hat dann nach irgendwelchen Kriterien, das weiß ich nicht ganz genau, wie die vorgegangen sind, ausgesucht und hat aus diesen Einsendungen 16 Creation genommen, die sie dann in limitierter Auflage, also ich glaube 2500 Mal pro Set herausgebracht haben. Wir haben von diesen 16 Sets, die es dann im Sommer 2019 gegeben hat, 4 Stück gekauft, die uns besonders gut gefallen haben. Wir wollten eigentlich noch ein paar mehr einkaufen, aber leider war es dann schon so spät, dass die ersten schon ausverkauft waren. Wie gesagt, bei 2500 Stück geht das relativ schnell und ich weiß eigentlich gar nicht warum. Die sind dann irgendwann im Laufe des Sommers 2019 mit der Post gekommen. Wir haben für, ich glaube, 3 von 4 auch noch Einfuhrumsatzsteuer und Zoll und alles bezahlt. Also das war kein günstiges Vergnügen. Und das sind natürlich alle Sets, die früher oder später mal in unsere Lego-Stadt wandern sollen. Verpackt sind sie, so wie es aussieht, auf jeden Fall gut. Also das ist ein hervorragendes Unboxing, wenn wir nicht mal zu den Sets kommen, aber jetzt haben wir es. Liebe Freunde, wir präsentieren das erste von 4 Sets, welches wir uns gekauft haben. Das seht ihr auch, also wie gesagt, das ist ein Set von Bricklink in Kooperation mit Lego, also originale Lego-Steine, die aber zu einem Set zusammengefügt wurden, welches es nie bei Lego gab, sondern eben nur für ganz kurze Zeit bei Bricklink. Und das ist, wenn ich das vorlesen darf, der Hot Shot Carnival, designed by Bricksonator, lustigerweise einem Österreicher, der da genommen wurde bei diesem Wettbewerb mit seinem Set. Und ich habe das Set damals gesehen und habe mir gedacht, das würde doch perfekt in unseren Vergnügungspark passen. Damals war der Vergnügungspark natürlich noch nicht so groß wie heute,
Aber macht nichts, das Set werden wir schon irgendwie hineinbekommen. So eine klassische Schießbude darf in keinem Vergnügungspark fehlen. Als erstes mal zur Verpackung. Die ist schon mal sehr anders als die von Lego. Und wenn ihr den Umkarton weggebt, habt ihr auch immer, das habe ich schon im Internet gesehen, einen thematisch passenden Diorama-Hintergrund, vor das ihr dann das fertig aufgebaute Set stellen könnt. Also das ist schon mal ganz nett. Und jetzt werden wir auch noch in den Karton hineinschauen. Der ist auch sehr hochwertig. Erinnert mich ein bisschen an die Architecture Sets. Schwarz. Und jetzt seht ihr nochmal die Beschreibung. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ist natürlich alles auf Englisch. Aber du darfst gerne das Siegel aufschneiden. Hier ist ein goldenes Siegel. Und wir öffnen es jetzt mit euch zusammen. Und ihr seid live dabei, wenn wir jetzt nachschauen, ob da wirklich das drinnen ist, was wir damals bestellt haben. Ja, wie gesagt, jedes dieser Sets kam nur 2500 Mal auf den Markt. Natürlich kann man es sich wahrscheinlich relativ leicht nachbauen mit Steinen, die man zu Hause hat oder nachkauft. Aber wir haben eben diese Sets gekauft und ich glaube, es ist auch ein exklusiver Stein pro Set drinnen. Aha, das ist schon mal sehr nett. Die Steine sind auf jeden Fall in einzelne Nummern unterteilt, so wie wir es von Lego kennen. Was ist das? Wir haben eine Karte mit einer Übersicht mit anderen Sets. Genau, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt nicht besonders gut sehen, aber das sind die 16 Sets, die Bricklink eben in Kooperation mit Lego im Sommer 2019 auf den Markt gebracht hat. Und das, was wir jetzt vor uns haben, ist dieser Hot Shot Carnival hier auf der Seite hier. Und ja, ihr könnt euch die Sets natürlich im Internet auch noch anschauen, das sind ganz tolle Sachen. Und hier sind noch Danksagungen einerseits von Bricklink und andererseits von Lego. Würde uns auch interessieren, vielleicht habt ihr ja auch so ein Set bestellt und welches ihr bestellt habt. Genau, und wie zufrieden seid ihr? Genau. Wie ihr seht, ähnlich wie auch bei den normalen Lego-Sets sind hier die einzelnen Taschen mit den Teilen und etwas anders beschriftet. Ja, es ist auch der Kunststoff ein anderer, anders, also ja. Der ist nicht genauso wie bei Lego, aber es ist auf jeden Fall schon mal nett, dass sie nicht das ganze Set zusammengepackt haben in eine Tasche. Übrigens, genau. Ja. Das Set hier, das ist auch ganz interessant, hat 591 Teile und 149 verschiedene Teile. Und wir haben, das habe ich zuerst ganz vergessen zu sagen, wir haben hier Nummer 993 von 2500. Also die sind alle handsigniert sozusagen. Und wir haben jetzt noch die Anleitung vor uns. Was sagst du zu der? Die lustigerweise auch sehr ähnlich ist wie die Original-Lego-Anleitungen. Aber was man bemerkt ist, schau, normalerweise sind ja immer die Teile, die neu sind, rot umrandet. Hier ist es gelb. Wir müssen uns also umstellen. Extrem schwierig, genau. Aber ist mir gleich aufgefallen. Und auch das Papier ist ein bisschen anders. Kommt mir fast ein wenig hochwertiger vor als das von Lego. Ja. Und hier ist dieser limitierte 60-Jahre-Stein. Ich hoffe nur, genau so hat er hoffentlich gut fokussiert. Das ist ein 2x4-Stein. Mit diesen Technik-Achsaufnahmen in der Mitte und hier ist der Schriftzug 60 Years drauf gedruckt und das ist eben das exklusive Element für diese Sets hier, also sehr schön. Wir packen das jetzt wieder ein denn wir wollen ja alle 4 aufmachen. Ihr wollt doch auch sehen, was in den anderen noch drin ist und was wir noch bestellt haben. Übrigens, falls ihr jetzt denkt, oh Gott, die bauen das ja gar nicht auf. Doch, wir bauen es natürlich auf. Und wir machen dann auch ein Video dazu. Aber wir haben uns gedacht... Wenn ihr eins sehen wollt, natürlich nur, sonst nicht. Sonst bauen wir es alleine auf, nur mit uns beiden. Und stellen es in unsere Lego-Stadt und zeigen euch nichts davon. Das geht natürlich alles. Ihr braucht es nur in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert oder nicht.
Also, das wäre aber traurig. hier ist zum Beispiel ganz interessant, ich weiß jetzt gar nicht, welches der anderen Sets, die ich noch bestellt habe, hier in diesem Karton drin ist, aber hier ist ich glaube, vom österreichischen Zoll eine Mitteilung drauf. Ich habe alleine für dieses Set hier 40 Euro Abgaben bezahlt. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie viel die gekostet haben. Ich weiß es nicht mehr auswendig, aber die waren nicht so billig. Und was haben wir hier? Die Spannung steigt, Oh ja. selbst bei mir, denn ich weiß es ja auch nicht mehr genau, was da drinnen ist. Und hier haben wir erstens mal die Nummer 526 von 2500. Es ist ein Haus. Ja. Und zwar ein Haus in Form eines 2x4 Steins. Sogar mit Minifiguren mit dabei. Ich finde das ein sehr schönes Set. Ich glaube, das war sogar das erste, was ich mir bestellt habe. Schauen wir noch die Seitenansicht davon an. Da seht ihr nochmal, wie es heißt. Es ist das Haus mit dem Namen Passend 8 Studs mit 1393 Teilen. Es sind 193 verschiedene Teile und designt wurde dieses Set von dem lieben A-Fall Kleinraum, der lustigerweise auch ein Österreicher ist. Weißt du was? Das habe ich gar nicht gewusst. Weißt du was? Ich glaube, dass ich dieses Set mal in den lokalen Nachrichten gesehen habe und ob das nicht ein Salzburger ist. Das kann leicht sein, das weiß ich jetzt nicht, aber wir werden es vielleicht noch herausfinden oder ihr wisst es vielleicht sogar, das kann auch sein. Schauen wir wieder hinein. Wir haben hier wieder das Diorama, Oh. passend zum Haus, das vielleicht irgendwo an einen See gestellt werden kann. Eine Bergkulisse mit See. Traumhaft, oder? Vielleicht ist das sogar irgendwo in Österreich, in den Alpen, keine Ahnung. Du darfst wieder das Siegel öffnen, meine Liebe. Also heute ist wirklich ein großer Moment. Ich traue mir zu sagen, dass wirklich Rita hier eine große Ehre zuteil wird. Und ich bin mir dessen bewusst. Ich hoffe, du machst das adäquat, wie man solche Sets auch behandelt wird. Also wie gesagt, zur Verpackung und dem Ganzen brauchen wir euch jetzt nicht mehr großartig was erzählen. Es ist wieder so, dass hier alles in solchen Blisterbags eingeordnet ist. Lustigerweise sind die auch, genau, der Legostein ist überall dasselbe. Also der kommt wirklich in jedem dieser Sets vor. Könnt ihr euch ausrechnen, wie oft es den gibt. 16 mal 2500 Mal, auch wieder dieselbe Danksagung. Hier sind natürlich mehr Sets drinnen. Die Steine sind natürlich originale und neue Lego-Steine. Also hier hat Bricklink, ich hoffe zumindest, gut gearbeitet. Ja. Und ein kleiner Blick in die Anleitung, die hier um einiges dicker ist. Ja. Im Gegensatz zu anderen, die waren nur so ein kleines Heftchen, aber die ist hier um einiges. Auf jeden Fall schön vom Druck her. Und hier steht am Anfang auch noch ein bisschen eine Information zum Set und zu diesem A-Fall Designer Program, wie es sich im englischsprachigen nennt. Also hier haben wir das 8 Studs. Wie ist das? Adult Fan of Lego. Genau, also dieses Programm hier nennt sich, wo man hier mitmachen hat können, nennt sich A-Fall Designer Program. Das weißt du, was lustig ist? Begriff, den viele von euch sicher kennen werden. Hier ist die Umrandung wieder in Rot der neuen Teile. Ich weiß es nicht, wir werden es dann beim Aufbau sehen. So. Keine Ahnung, auf jeden Fall, das ist ein viel größeres Set. Vielleicht haben sie da befunden, dass Rot sich besser eignen würde. Bin gespannt. Wir kommen zum nächsten Set, meine Lieben. Es geht noch weiter. Ich weiß, welche drinnen sein sollten. Also wenn Bricklink beziehungsweise der gute Mensch, der die Sets verpackt hat, keinen Blödsinn gemacht hat, dann sollten noch 2 wirklich großartige Sets drinnen sein. Und das ist jetzt auch der größte der 4 Kartons. Also es wird wirklich sehr spannend. Aber wie gesagt, uns würde es wirklich sehr interessieren, ob ihr auch damals von dieser Aktion gehört habt, ob ihr euch ein Set davon gekauft habt und welches dieser 16 Sets euch am besten gefallen würde. Also es gibt die sogar zum Teil noch auf dem Zweitmarkt jetzt zu kaufen. Bricklink hat immer wieder welche. Sehr teuer, oder? Ja,
zum Teil sind die wirklich sehr teuer geworden. Das liegt auch wirklich daran, dass die so schön verpackt sind und dass da dieser limitierte Stein drinnen ist wahrscheinlich. Und bei vielen sind auch viele verschiedene Teile verwendet worden. Aber ja, wir wollten eigentlich auch noch mehr. Ich hätte gerne noch dieses Castle Löwenstein gehabt. Wieder mal eine Ritterburg, die auch sehr toll aussieht, aber die war leider, glaube ich, als erstes sogar ausverkauft. Was haben wir hier in der größten Schachtel? Es ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine Monorail, dass das noch wahr sein darf, dass man im Jahr 2020 noch eine Monorail bekommt. Hier ist also die Rückansicht. Das ist ja wirklich mal toll. Mit der Nummer 344 sieht wirklich toll aus mit den Achterbahnschienen. Doppelstöckig. Sie hat, Frau Sekretärin, wie viele Teile? 198. Verschiedene, Unique genau. Lego Parts. Ah, deswegen 1365. Genau. Und sie ist gebaut worden von einem Adult Fan of Lego mit dem Namen Chesler Cress aus Australien. Ganz toll. Okay. Und ja, der Vollständigkeit halber schauen wir natürlich auch hier rein, ob hier alles drin auch ist. Welches Bild hier drin ist. Genau, auch welches Bild. Du kannst ja dieses heilige Siegel schon mal öffnen. Wir haben hier, das wäre wirklich interessant zu wissen, was das andere alles ist. Das ist hier die Skyline von Sydney, hier mit dem Opernhaus. Was ja passend ist zum Set, denn der liebe Designer ist ja auch ein Australier. Ja, und da steht hier, es ist das Skyline Express. Und es ist, das Set nennt sich Skyline Express, also ganz fantastisch. Hier haben wir natürlich jetzt ungefähr 1400 Teile, das heißt, es ist um einiges mehr. Die Teile, wie gesagt, den Stein kennt ihr schon. Die Teile brauchen wir euch auch nicht zeigen, aber vielleicht ein kleiner Blick wieder anders auf die Anleitung, die hier jetzt wieder anders designt ist, wie ein... Ja, ist eine Ring. Ja, genau, das ist alles so mit einem Ring geheftet und das ist ja größer als A4-Format, also wirklich sehr groß. Das kennt man von den Lego Star Wars Sets, dass die manchmal solche Anleitungen gehabt haben. Wirklich sehr, sehr toll, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Und ich glaube, dieses Set war auch nicht sehr günstig. Also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich kann mich erinnern, glaube ich, dass das Set 140 US-Dollar gekostet hat. Plus $35 Versand nach Europa, plus dann die ganzen Zollgeschichten. Also, aber wir werden irgendwo schon einen Platz finden in unserer Stadt, wo dieses Set glänzen kann und dann wird es jeden Cent wert sein. Und natürlich, wir haben es auch gekauft, um euch das Set zu zeigen. Das ist ja ganz klar. Wir kommen jetzt übrigens zum letzten Set. Das letzte Set. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Wir könnten doch fragen, ob sie gerne einen Speedbuild von den Sets haben möchten. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wir können natürlich euch entweder die Sets gar nicht mehr vorstellen, sie auch nicht in die Stadt stellen, hinter einem Vorhang verbergen. Oder wir bauen sie einfach selbstständig auf und präsentieren sie euch, beziehungsweise stellen sie in die Stadt. Oder ihr möchtet einen Speedbuild sehen, weil ihr genau sehen wollt, welche Teile wo sind. Schreibt es uns bitte in die Kommentare, das würde uns sehr interessieren. Ja. Also unser Plan ist natürlich, diese Sets früher oder später mal aufzubauen. Auf jeden Fall. Das letzte Set, liebe Zuseher, ist der Science Tower. Leider ist die Verpackung so in Hochglanzweiß, dass das immer ein bisschen spiegelt mit unserer Beleuchtung. Auch ein ganz tolles Set, was wir euch natürlich auch zeigen wollen. Vorder- und Hinterseite 231 Teile, unterschiedlich, 1204 Teile insgesamt von T-Brick aus Deutschland. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt. Wir schauen noch hinein, was, während du das Siegel aufmachst, dieses Diorama, ein Sternenhimmel, passend zum Science Tower, denn ich glaube, da geht es um Sternenbeobachtung, Astronomie und alles Mögliche, also das wird sicher
eine ganz tolle Sache werden. Und vielleicht habt ihr es ja in unseren Stadtvideos schon gesehen, für dieses Set hat der Entwickler noch zusätzlich eine Erweiterung herausgebracht, die er auf seiner Webseite bewirbt. Da kann man sich dann kostenlos die Teileliste und auch die Anleitung downloaden. Und das haben wir zur Sicherheit schon mal gemacht. Vielleicht habt ihr in dem ein oder anderen Stadtvideo von uns vielleicht sogar schon die Bodenplatte in der Nähe des Strandes, die Bodenplatte mit dem ganzen Zeugs gesehen, was hier noch als Erweiterung dient. Das ist natürlich auch ganz toll. Ich bin schon so gespannt, wenn die alle aufgebaut sind. Ein letzter Blick in die 4. Schachtel hinein. Ui, auch wieder ein relativ... Ui. Ja, das ist jetzt habe ich vergessen, wie viele Teile das Set hat. 1204, also nur ein wenig kleiner als die Monorail. Und das ist schon wirklich ein schön gebundenes, fast schon ein Buch mit diesem Einband hier. Ja. Und auch, wie man es von Lego kennt, sehr hochwertig von der Aufbauanleitung her. Und alle anderen Dinge sind hier gleich. Wir haben Bodenplatten, wir haben wieder den limitierten Stein, wir haben wieder die Säckchen, die alle zum Glück nummeriert sind. Und hier noch einmal, falls ihr vorher nicht lange genug hinschauen habt können oder noch einmal die Übersicht haben wollt, sonst schaut euch die Sets einfach nochmal im Internet an. Die sind wirklich, wirklich sehr großartig. Ja. Genau. Ja, was sagt ihr, liebe Freunde? Das ist ja mal ein Kellerfund. Ich glaube, mit meinem kleinen Mittagsschläfchen, mit der Siesta, wird es jetzt momentan nichts mehr. Nein. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen die Sets durchschauen und dann gibt es sicher wieder irgendwas für uns aufzubauen. Und wir warten gespannt auf eure Entscheidung. Genau. Ich hoffe, dass wir noch so lange warten können. Wenn ihr nicht bald kommentiert, dann baue ich die Sets alleine auf, so viel sei euch gesagt. Also schnell kommentieren und dann kommt sicher bald wieder ein interessantes Video. Wir hoffen es auf jeden Fall. In dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Baut was Schönes und dann sehen wir euch ja bald wieder. In alter Frische. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.